Und eins der umweltfreundlichsten Ringelspiele, ein Kinderringelspiel, das weder elektrisch noch von irgendeiner anderen Kraft als von Menschenkraft angetrieben wird. Wir müssen, oder damit es sich dreht, sind außen Fahrräder angebracht und auf denen können Kinder strampeln und somit die anderen am Ringelspiel im Kreis fahren lassen. Eine wirklich tolle Idee. Hier lernen Kinder, dass Recycling auch einen Lernwert hat, und zwar einen spielerischen. Wie kann man am besten Müll trennen und die einzelnen Dinge wieder einem Recycling zuführen, also einer Wiederverwertung. Und zwar aus dem Grund, dass Rohstoffe ja irgendwann enden. Und wenn Rohstoffe enden, dann müssen wir natürlich mit den Rohstoffen, die wir haben, auch nachhaltig umgehen. Daher Recycling. Spielerisches Lernen mit Umgang mit enden wollenden Rohstoffen. Einmal eine nette Idee eines fahrbaren Würstelstandes, und zwar ein umgebauter Wohnwagen, der ausschaut wie eine Almhütte. Und in der ist eine Würstelbude eingebaut, also wo man Hotdogs und Langosch und sonstige Dinge zu kaufen gibt. Wirklich mal eine ganz nette optische Idee. Was natürlich dazu gehört zu Umweltschutzmessen ist umweltfreundlich auch heizen. Und zwar hier ist natürlich Pellets, Holzvergaser, Wärmepumpen, Speicher und Solarzellen gefragt. Wobei natürlich Wärmepumpen eine umweltfreundliche Art sind, Wärme zu gewinnen für die Heizung. Solarzellen natürlich eine tolle Variante, um Strom zu gewinnen und dann vielleicht gleich in einem Elektrofahrzeug zu verwenden, so wie hier als Beispiel. Man kann mit einer Solarzelle Strom gewinnen und mit einem Elektroroller diesen erzeugten Strom speichern und dann natürlich durch die Fahrten täglich zur Arbeit oder einkaufen oder was auch immer dann verbrauchen. Für alle, die mobil sind und natürlich eine Powerstation benötigen für einen Laptop oder für andere elektrische Geräte, sowie Smartphones, die ja mehr Strom brauchen als die alten Mobiltelefone, haben wir die Möglichkeit, eine Solartasche zu holen, die über die eingebauten Solarzellen natürlich irgendwelche Geräte im Inneren auflädt. Das ist mal ein Beispiel eines Teslers in Giftgrün. Wunderbare Farbe, tolles Auto. Auch schon selbst gefahren. Hervorragende Sache, dieses Fahrzeug. Basis ist der Elix und fährt rein elektrisch, daher kann man auf der Rückseite auch keine Auspuff sehen. Logisch, kein Verbrennungsmotor, somit auch wird kein Auspuff benötigt. Tolle Sache, so ein wunderbares Auto von der Leistung her und vom Gedanken. Elektrische Fortbewegung auf dem Wasser. Ein Katamaran mit einer hubschrauberartigen Kabine, Fahrerkabine und einen doppelten elektrischen Antrieb. Zum Energiespeicher bleiben ja die zwei Rumpf des Katamaran, bieten genügend Platz, um Batterien aufzunehmen. Das wäre mal eine futuristische Art und Weise, so ein Fahrzeug herzustellen. Smart elektrisch, auch kein Verbrennungsfahrzeug, sondern fährt nur mit Elektroantrieb und Batterien. Und hier eine Art Schwimminsel
die aber unten zwei Elektroantriebe hat und ist ideal, um am Wasser etwas zu relaxen. Und man hat durch dieses Kunstgras und diese Fliesen hier der Überdachung und diesen größeren, eigentlich fast Bett, eine wirklich tolle, fahrbare, schwimmende Insel. Nette Idee. Und hier das Urmodell des Lona Rollers, wie er einst einmal produziert wurde. Schaut sehr, damals natürlich schon sehr futuristisch ausgesehen, mit dieser runden Schnauze. Man kann nicht sagen, ob er wirklich wegen dem Windkanal so produziert wurde oder ob der Designer das absichtlich gemacht hat, weil ihm diese Form gefallen hat. Aber das ist eigentlich der Urroller, mit dem Lona sehr groß geworden ist und dann aber leider den Absprung versäumt hat. Eine wunderschöne Studie und durch den großen Seitendeckel konnte man sehr gut zu der kompletten Technik kommen, wie Motor, Antrieb und so weiter, und war eigentlich der Vorreiter vieler Roller. Nochmals zurück bei Tesla, neben einem Kofferraum gibt es auch zwei Notsitze hinten, die über die große Heckklappe zugänglich sind. Der Tesla hat wirkliche Sportambitionen. Neben 4,6 Sekunden von 0 auf 100 hat er auch eine Reichweite von 500 Kilometer. Natürlich kann er die nur erreichen bei gemäßigter Fahrt, ohne extremen Sprints, aber das ist ja auch bei den Verbrennungsmotoren so. Je mehr Sprints ein Benzinfahrzeug einlegt oder Dieselfahrzeug, umso höher steigt der Verbrauch. Das ist hier auch beim elektrischen Fahrzeug genau das Gleiche. Denn je mehr Energie ich brauche, um die Masse zu bewegen, umso eher entlade ich die Batterien oder brauche ich natürlich irgendwelche Verbrennungskraftstoffe. Spezielle Eigenheit eines Elektrofahrzeuges, da ja keine Motoreinheit unter der Motorhaube ist, kann man natürlich auch den vorderen Bereich, neben dem, dass einige Technik versteckt ist, natürlich auch für Kofferraum nutzen. Und hier speziell die Motorhaube als Kofferraum ausgelegt. Und unter diesen Plastikverkleidungsteilen stecken dann solche Dinge wie Waschanlagen, Behälter oder andere Dinge wie Servolenkung etc. Aber es ist natürlich eine tolle Variante, hier die Gewichtsverteilung bei einem Elektrofahrzeug gut zu machen, und zwar indem ich vorne und hinten Gepäck habe und somit nicht nur die Hinterachse belaste, sondern das Fahrzeug eher gleichmäßig mit dem Gewicht. Hier hinten im Außenbereich gibt es dann die Teststation, wo man Elektrofahrzeuge Probe fahren kann, obwohl das natürlich auch in der Halle gegangen wäre. Aber die Halle war natürlich mit Ausstellern voll. Etwas enttäuschend war natürlich die Menge an Ausstellern. Sehr, sehr wenig. Hier habt ihr noch einmal diese 3 Räder, die elektrischen. Und die Menge war wirklich sehr enttäuschend und lässt zu wünschen übrig. Von einer Messe kann man hier nicht sprechen, sondern von einer Zusammenrottung von ein paar Ausstellern. Und ja, ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr wird. Interessant wieder natürlich den Tesla, das neue Fahrzeug, und auch wieder alte Bekannte zu sehen.